Vlogging macht mega Spaß. Aber nicht alle Dinge machen gleich viel Spaß. Als Vlogger sind wir nicht nur die kreativen Köpfe hinter einer Idee, wir schreiben die Skripte, wir richten uns eventuell ein Studio ein, wir machen Licht, wir machen Ton, wir machen die Kamera, wir machen die Moderationen und zum Schluss vielleicht sogar noch den Schnitt und vor allen Dingen auch natürlich den Upload und die Beschreibung und hast du nicht gesehen. Und das eine oder andere davon, das macht uns vielleicht weniger Spaß. Und bei mir war es am Anfang sogar so, dass es so wenig Spaß gemacht hat, dass ich das ein oder andere Video überhaupt gar nicht gedreht habe, weil ich einfach gar keinen Bock darauf hatte, ein Skript zu schreiben. Nun, was kann man dann machen? Lasst doch einfach am Anfang das Skript weg. Das klingt jetzt komisch, aber wenn ihr keine großen Erklärvideos macht, wenn ihr einfach nur aus Spaß eure Videos dreht, dann kommt ihr am natürlichsten drüber, wenn ihr einfach frei Schnauze redet. Macht euch vorher im Kopf ein kleines Konzept, was wollt ihr erzählen, und dann nehmt eure Zuschauer einfach auf die Reise mit. Das habe ich bei einigen Videos so gemacht und das waren die Videos, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ich wollte euch einfach mitnehmen, ich wollte euch etwas über kleine YouTuber erzählen, ich wollte euch Boulogne-sur-Mer zeigen oder einfach mal über Einstellungsgrößen beim Drehen sprechen. All diese Videos sind spontan und völlig ohne Skript entstanden. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Themen, die kriegt ihr nicht ohne Skript auf die Reihe. Einfach, weil sie vielleicht zu komplex sind, weil ihr vielleicht Daten und Fakten braucht, die ihr euch nicht alle so auswendig im Kopf merken könnt. Also, welche Möglichkeiten gibt es? Die erste Möglichkeit wäre dann natürlich der Einsatz von KI. Gebt einfach der KI ein paar Stichworte, bittet sie, ein Skript zu schreiben. Eine Idee, die ich auch schon hatte und die ich euch nicht empfehlen kann. Eine KI wird euch in der Regel ein Skript schreiben, das ihr alleine ohne ein Team gar nicht umsetzen könnt. So komplex ist das. Zweitens, die KI tendiert dazu, euch direkt den Text vorzugeben und auch gute Formulierungen zu machen. Das Problem ist, jeder Experte erkennt sofort, der Text ist von einer KI. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist nicht nur ein Video, das ist ein Manifest. Das ist nicht nur etwas, sondern noch viel mehr. Das sind Formulierungen, die die KI liebt und die sie auch gehäuft verwendet. Und vor allen Dingen, wir alle sind es nicht gewohnt, Texte abzulesen, vielleicht über Teleprompter oder auswendig zu lernen. Das heißt, wir wirken dabei nicht natürlich. Und der dritte Grund ist, KI tendiert dazu zu konfabulieren. Das heißt, wenn sie gewisse Dinge nicht genau recherchieren kann, dann erklärt sie einfach irgendwas, das logisch klingt, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Und es gibt da draußen auf YouTube eine große Menge an Videos, die genauso erstellt sind und die euch einen Unsinn erzählen, dass einem die Ohren schlackern. Also davon rate ich euch ab. Aber wie habe ich das Problem für mich gelöst? Ich nehme mir einfach einen Stift und ein Stück Papier und mache mir Stichworte. Und alleine schon dabei merke ich mir, was ich erzählen möchte. Außerdem kann ich mir das natürlich hier vor mir auf den Tisch legen und wenn ich irgendein Problem habe, dann gucke ich kurz drauf. Schneiden kann ich ja immer noch. Der Vorteil ist, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich schreibe und muss mich nicht auf das konzentrieren, womit ich schreibe. Denn wenn ich mit dem Computer schreibe, ja, ich kann mit 7 bis 8 Fingern schreiben, aber ich mache auch viel zu viele Fehler. Und das lenkt mich vom Thema selber ab. Und so habe ich einen ganz natürlichen Schreibfluss und kann mir einfach die Stichworte aufschreiben und das geht wahnsinnig schnell. Darüber hinaus, durch diesen Prozess prägt sich bei mir schon ein, was ich eigentlich erzählen will. Und noch einen Vorteil hat das Ganze. Wenn ich zum Beispiel draußen mit dem Smartphone drehen möchte, dann schreibe ich mir das Ganze wie früher auf Karteikarten. Warum? Ich muss dann nur die Funkstrecken mitnehmen, die kann ich hier einfach in die Tasche stecken und brauche kein Tablet, wo vielleicht das Skript draufsteht, oder ich muss auch nicht immer das Smartphone zur Hand nehmen, wenn ich irgendwie rauskomme, sondern ich kann einfach drehen und wenn ich nicht weiter weiß, weil ich etwas vergessen habe, dann ziehe ich die Karteikarte aus der Tasche und dann weiß ich sofort, da wolltest du weitermachen. Inzwischen gehe ich sogar so weit, dass ich immer einen Stift und ein paar Karteikarten dabei habe, dass wenn ich eine Idee habe oder wenn ich etwas Zeit habe und etwas aufschreiben möchte, dann mache ich das ganz einfach. Es ist wirklich der geringste Aufwand. Einrichten von Studio und so weiter und so fort. Überlegt euch, ob das für euren Kanal wirklich Not tut. Oder ob es nicht sinnvoller ist, zum Beispiel wirklich draußen zu drehen, die Zeit zu nutzen, das Licht zu nutzen, mit einfachen Sachen zu drehen. Zum Beispiel mit dem Smartphone und nicht mit einer Systemkamera. All das, was euch ablenkt, all das, was nicht wirklich notwendig ist für euer Thema, für die Umsetzung eures Kanals, würde ich einfach weglassen. Es sei denn, das Thema selbst interessiert euch. Beispielsweise Licht. Ja, es ist nervig, das Licht aufzubauen, einzurichten, aber es macht mir in irgendeiner Form Spaß, dann das Resultat zu sehen oder eben auch mal nicht Spaß, das Resultat zu sehen.
Man kann eben mit Licht auch einfach Geschichten erzählen. Kameraführung, das ist nicht mein Ding. Mit so einer Kamera draußen zu drehen, geht bei mir in der Regel schief. Die Bilder werden unscharf, entweder überbelichtet oder unterbelichtet. Ich kann damit nicht wirklich gut genug umgehen. Das heißt, ich beherrsche das Handwerk nicht. In der Theorie weiß ich, was ich einstellen muss. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dann bin ich so konzentriert auf andere Dinge, dass die Bilder einfach nicht brauchbar sind oder viele Bilder nicht brauchbar sind. Also bevorzuge ich unterwegs tatsächlich das Smartphone, weil das macht alles automatisch. In der Regel bleibt das Bild scharf und man kann einfach auch mal ein paar Dinge ausprobieren, Einstellungen ausprobieren etc. pp. Und vor allen Dingen, ich muss mich nicht um die Technik kümmern. Hier im Studio ist es etwas anderes. Hier stößt das Smartphone allein aufgrund der Lichtverhältnisse schnell an seine Grenzen. Also benutze ich meine Kameras und die muss ich einmal einrichten, dann funktioniert das. Also überlegt euch genau, was ist eurem Kanal dienlich. Wenn ihr Spaß daran habt, mit der Kamera umzugehen, dann lernt es, dann trainiert es. Macht das von mir aus auch im Rahmen eures Kanals und nehmt die Leute da mit. Zeigt ihnen die Bilder, zeigt ihnen die Videos, sagt, das habe ich so gedreht, das habe ich so gedreht, das habe ich mit dem Objektiv gedreht. Kurzum, dann ist das Teil eures Kanals. Oder ihr trainiert zu Hause. Aber bedenkt, wenn ihr diesem Perfektionismus hinterherrennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr wahrscheinlich nie so zufrieden mit euren Ergebnissen seid, dass ihr wirklich Videos auf YouTube postet. Die Moderation war das, was für mich am schlimmsten war. Ich mag es nicht, mich im Bild zu sehen und ich mag es auch nicht, meine Stimme zu hören. Warum? Es erscheint mir fremd. Denn wir nehmen uns im Spiegel oder akustisch anders wahr, als das andere Menschen tun. Die Kamera hingegen nimmt uns so wahr, wie uns andere Menschen wahrnehmen. Und auch hier gibt es wieder 3 Lösungen. Die erste Lösung ist, ihr macht tatsächlich Videos ohne Worte und ohne Ton. Davon gibt es genügend und auch genügend erfolgreiche Videos. Und auch ich habe das schon gemacht und hatte meinen Spaß daran. Oder ihr dreht einfach eure Themen, ohne selber im Bild zu sein und eure Stimme kommt aus dem Off. Das Problem dabei ist, eure Stimme ist dann wieder präsent. Man kann das mit einer TTS-Stimme lösen, also einer Text-to-Speech-Stimme. Das aber ist wieder viel Aufwand, davon würde ich euch abraten. Die beste Möglichkeit, das zu umgehen, ist, dass ihr tatsächlich regelmäßig vor der Kamera sprecht, dass ihr das trainiert. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr Lust habt, dann schaut es euch an. Ich verlinke es euch, ich glaube hier auf der Seite. Und ich merke bei mir, je öfter ich vor der Kamera bin, je mehr ich mit euch spreche, desto einfacher fällt es mir. Das Letzte, was viele überhaupt nicht mögen, ist der Schnitt. Dabei gehört er essentiell zum Storytelling dazu. Aber first things first. Als ich angefangen habe, mich mit YouTube zu beschäftigen, war Schnitt für mich der absolute Horror. Viel zu komplex, viel zu aufwendig waren die Schnittprogramme. Es hat gedauert, bis das ein oder andere gerendert war. Es hat richtig viel Zeit gekostet. Warum? Weil ich einfach keine Jump Cuts wollte, weil ich einfach vernünftige Cuts wollte, weil ich natürlich auch B-Roll-Material reinschneiden wollte, etc. pp. Das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet und ich gestehe, bei dem einen oder anderen Video kostet mich das heute auch noch wahnsinnig viel Zeit. Aber anstelle, dass mich das heute irgendwie nervt oder dass ich den Schnitt langweilig finde, betrachte ich ihn heute als ein Teil des Storytellings. Das heißt, ich versuche durch den Schnitt noch einmal meine Videos auf ein anderes Level zu bringen. Ob mir das immer gelingt, sei dahingestellt. Aber es macht mir inzwischen Spaß, tatsächlich mit den Möglichkeiten des Schnittprogramms zu experimentieren oder auch das eine oder andere Verrückte zu machen. Also, seid kreativ. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr Lust darauf habt. Das ist nicht nur ein Video, das ist ein Manifest.